Hey, wow, das ist so ein Scheiß. Hey, wow, das ist so ein Scheiß. Oh fuck, war gerade an mein Handy. Lul. So ein Scheiß. So ein Scheiß. So. Ah ja, moin, ich habe einen Zuschauer. Ja, hallo. So. Ah ja, moin, ich habe einen Zuschauer. Ja, hallo. Echt? Hört man? Aber keine Ahnung. Fuck. Wusste ich gar nicht, dass man mich die ganze Zeit so doppelt hört. Echt? Hört man? Aber keine Ahnung. Fuck.
Also, ich hoffe, es ist jetzt behoben. Weil ich habe hier gerade was umgestellt. Hoffentlich ist das jetzt besser so. Ja, ey, ich check's nicht, wieso in den Kisten hier immer Lederrüstung mit drin ist und das so 3 in verschiedenen Farben. Dann noch 2 Leben, okay. Oh wow. Oh wow. Oh Mann. Aber bin ich gerade gelieft? Oh Mann, ich bin for real gerade gelieft. Oh Mann. Oh Mann, Mann, Mann. Schon wieder so eine Kacke. Kann doch nicht sein. Oh, oh Mann. Ich sehe gerade im Stream, dass meine Quali richtig scheiße ist. Kann ich das denn beheben? Wo ist es denn? Ah, die Quali ist richtig kacke. Ja, die Quali ist halt kacke. Oder halt, wie es aussieht. Aber ich hoffe, es ist okay so. Ja, ich glaube, warte, kurz, ganz schnell. So. Perfekt.
Komm, bau dich rüber. Macht so ein. Ich habe halt Angst, wenn ich mich jetzt... Oder nee, der craftet gerade was. Perfekt. Okay, der geht da jetzt hinten rein. Danke. Hätte der mich mit Spitzer gekillt. Peinlich, Digga. So, Schärfe. So. Oh Mann. Der hat einfach hier Survival auf der Map hier einfach gespielt. Lol. Einfach ein bisschen gecaved und so. Oh. Schade. Ich glaube, den sollten wir nicht pushen, aber den müssen wir früher oder später killen. Dein Ernst? So, ne? Was denn? Nein. Wieso war der so scheiße? Ach du Kacke. Hab ich jetzt? Ich kann dann so eine Brustplatte mit Safety first. Ah, da ist noch einer. Bam. Fixer. Bewegt er sich einfach. Komm doch, mach doch. Okay. Verstehe. Aber no joke, wie kann ich die Quali hochmachen? Vom Video. Vielleicht bei Einstellungen. Ausgabe. Wo kann ich denn die Quali hochstellen? Weiß es jemand? Im Chat. Ah ja, moin, ich habe halt for real 15 Likes. Oh, dankeschön. Freut mich. Freut mich echt hart. Das sind die meisten Likes, die ich hier bekommen habe. Dankeschön. Wie kann ich denn zurück zum Chat? Ah, da Live-Chat, okay. Weiß jemand im Chat, wie man die Quali hochmachen kann? Das ist so verpixelt und so. Bei euch, also bei mir ist alles okay, aber bei euch nicht. Also ich habe halt letztens schon einen neuen Router bekommen, so. Deswegen kann es ja daran nicht liegen, I guess. Aber wäre halt kacke so. Wenn das jetzt daran liegt und ich nichts daran ändern kann. Wir wollen ja guten Content hier bringen. Cup. Schade. Jo, was wollte der denn? Der hat sich einfach selber gehittet. Na, was willst du? Komm doch.
Komm. Ja, wow, danke. Okay, okay. Vor allem, ich verstehe es nicht. Jeder hat diesen Kack-Ender-Kit. Wenn man den halt, also so eine Kack-Ender-Perle wirft, dann bin ich immer geslowt. Dann bin ich fucking langsam und die können da herumsprinten, Alter. Das ist richtig unfair. Oder haben sie einen anderen Kit, wo auch eine Enderperle drin ist und man nicht geslowt ist? Oh ne, so. Schade. Ich habe Angst rüber zu springen, egal. Oh, knapp. Ich glaube, den sollten wir nicht pushen, ne? Oh ja, oh, da, doch. Egal, verkauf. Ich glaube, wir werden hier keinen Win bekommen. Oha, der ist ja direkt da, lol. Krass. Ich finde halt etwas blöd, dass halt die Quali auf dem Video so scheiße rüberkommt. So. Wohin mit Wasser? Egal. Ich benutze eh kein Wasser, deswegen. So. Oh, danke. Ja, der denkt auch, der macht mir so Damage. Junge, wieso kann der mich hitten? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Geil. Guck. Oh Mann. Jetzt habe ich meinen goldenen Apfel einfach verbraucht. Komm, stirb da. Oha. Auf einmal kommt so ein Zombie, Alter, mit so einem Kackschwert. Wenn der meint so. Okay. Hey, 43? Bei mir sind's nur 3. Achso, ja, achso, da hast du ja korrigiert, okay. Ich pushe den. Komm, ein Hit, bam. Nein, der goldene Apfel. Oh, fuck, Alter. Den hätte ich gerne bekommen. Oh Mann.
Schade. Nee, das wollte ich nicht. So. Bla. Oh Mann, das hat wehgetan, wie der goldene Apfel runtergefallen ist. Das hat mir echt wehgetan. Nee, schon haben wir ja schon. So, bla, bla. So. Oh ja, wir haben hier noch einen Apfel, geil. Das nehmen wir noch mit. Nee, das wollte ich nicht. Komm, komm, komm. Danke. So, okay, dann können wir so pushen, ne? Würde ich sagen. Ich habe Angst, dass er mich runterkickt. Okay, der guckt gerade nicht. Danke für die Enderperle. Wo ist er? Hä? Ah, da. Da kommt ein Hit. Bam. Nice, easy. GG. Ui, 4 Zuschauer, nice. Für den ersten Stream ist eigentlich, glaube ich, ganz geil. Aber ich frage mich halt immer noch, wieso die Quali so kacke ist. Das ist so traurig. Oh Mann, Mann. Stefan Nein. No joke, das ist richtig scheiße, dass die Quali nicht so nice ist wie halt auf den Videos. Aber ja. Passt. Hauptsache es leckt nicht. Ah, hier ist ein Schwert. Hier ist wahrscheinlich wieder diese andere Kacke hier. Ist das wegen meinem Kit so, dass ich hier immer diese andere Kiste habe, wo man diese andere Kacke drin ist? Wenn ja, ist nicht so nice. I guess. So, dann nehmen wir uns mal die blauen Stiefel. Dump. Vor jetzt habe ich ja keine Ding mehr. Ich gehe runter. Komm. Ah, der fühlt sich lustig, Digga. Tschüss. Oh Mann. Wenn man auf cool tönen möchte, aber reinscheißt. Oh Mann. Jetzt habe ich für den meinen goldenen Apfel verbraucht. Ist dein Scheiß ernst? Ich dachte so, ja okay, das ist richtig krass, Alter. Da kommt so einer. Schade. Den Apfel könnte ich noch für das Finale gebrauchen. Aber wenn der meint, ich würde es auch im Finale auch so gewinnen ohne einen goldenen Apple. Ah, okay. Okay, chill. Wow, wieder einfach durch die... Der ist einfach durch die Lava gegangen. Wenn er meint. Oben bitte. Aber erstmal Abo und Like ist da. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Also ich kann jetzt nicht 24/7 so auf den Chat gucken, genau. Deswegen kann ich jetzt nicht alle Nachrichten lesen. Oh, okay. So. Bla. Okay. Okay, wird drüber gebaut. Schade. Nein, oh. Ups. War nicht mit Absicht. Komm, den holen wir uns. Sein Ernst? Sein Kacke Ernst? Sein Kack fucking Ernst? Tschüss.
da drin wird gefightet. Der eine ist wahrscheinlich low. Ui, 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 oh, fuck. Kommt der? Oh ja, der ist da. Jetzt kann ich meinen goldenen Apfel gut gebrauchen. Habe ich Blöcke? Ja, habe ich. Ich habe aber keine Pfeile. Shit. Ist das eine Mission? Oh Mann! Ey. Nee, warte. Hä, warte, du hast noch eine Nachricht geschrieben? Nee, eine Nachricht über die Nachricht. Was eigentlich mit dir und deinem Kollegen streamen ihr kein Arc mehr? Keine Ahnung, also wahrscheinlich, vielleicht wird heute noch ein Arc-Stream kommen auf seinem Channel, weil Arc läuft. Also halt, ich glaube Arc plus Stream läuft auf dem PC nicht. Deswegen wird es immer auf seinen Kanal kommen und es wird heute wahrscheinlich kommen. Also ich folge dem. Oha. Werde ich sie finden? Nee. Oh, schade. Also ich muss mal mehr angewöhnen, mehr auf den Chat zu achten. Ja, ich bleibe auf diesen Kit. Ich finde den Kit eigentlich ganz nice. So. Okay. Ui, 3 goldene Äpfel. Geil. Ist ja mega. Okay, der wird gefightet, aber ich glaube, ich sollte nicht mit dieser Rüstung reinstehen. Geht von hinten. Na! Ihr habt nichts gesehen, okay, danke. Nee, ich meine, weil du streamst. Warte, was? Nee, ich meine, weil du. Ja, also ich habe wie gesagt, es funktioniert jetzt nicht so prickelnd. Es ruckelt manchmal und so. Und deswegen habe ich ihm gesagt, dass ich jetzt nicht so Bock da habe, so weiter mit Legs zu spielen. Aber ja, heute hätte ich doch noch Bock auf Ark und so. Also halt so oft Ark zu spielen mit diesen Legs ist jetzt nicht so geil. Aber ist eigentlich schon nice. So. Also halt, wenn man so, keine Ahnung, eine halbe Stunde so spielt, dann gewöhnt man sich schon dran. Oh ne, fuck, egal. So, aber heute wird, also ich frage den heute nochmal, ob wir einen Arc-Stream machen können. Keine Ahnung. Ja, ich kann mir mal was abgreifen. Also ich weiß nicht, ob Willkommen mit Sream möchte
weil der hat gesagt, den macht Ark jetzt nicht so Spaß, weil er die ganze Zeit da stirbt und so, und deswegen ist er dann halt off gegangen, aber ich glaube nicht, dass der dann mitstreamen wird. Was ich sehr schade finde, der hat halt einen Tag zuvor die ganze Zeit, also den ganzen Tag, also 6 Stunden lang hier Ark heruntergeladen, und dass er dann im Endeffekt halt keinen Fun dran hat, finde ich auch schon schade. So, okay, let's go. So, erstmal abgestaubt, lol. So. Ganz schnell bam bam. Rückstoß kenne ich mir. Enderperle. Und ja. Zack, 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 zack. Ein Pfeil haben wir noch übrig, okay, nice. Jo. Komm, 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 komm. Ich wusste nicht, dass Enderperlen so viel Schaden machen. Toll. Also gestern dein Kollege ein Mini-Stream gemacht und willkommen, oder wie der auch heißt, ist jetzt auch auf der Insel und so. Ah, echt? Krass. Wusste ich nicht. Okay. Also dann weiß ich nicht. Also wir haben uns nicht abgesprochen oder so gehört. Also wann und wie und so. Deswegen. Mal gucken. Also wir machen halt immer spontane Streams. Also ich habe ihn auch letztes Mal gefragt, so ja, wollen wir mal einen Stream machen? Und er so, ja, okay, ja, wir haben einfach Stream gemacht. Ui, da kommt jemand. Nein, zu weit, zu weit. Ja, ich muss mir Tasten anlegen, damit ich hier switchen kann an den Waffen. Ich scroll immer viel zu weit dann. Ich glaube, ich sollte bei meinen Einstellungen, bei der Mauseinstellung halt machen, dass ich nicht zu weit scrollen kann oder so, wenn das geht. Aber ich freut es, dass ihr alle hier seid. Also an 4 Personen. Danke. So. Rüstung wäre auch nicht schlecht. Ah, danke. So. Wait, haben wir da... Jupp, haben wir. So, mal gucken. Noch 3 Leben, okay, okay. Okay, nee, ist leer. Hier liegt noch ein bisschen Loot. Brauche ich davon was? Nee. Könnten uns mal den da wegsnacken. Das ist ein Hit. Oh shit, der Mann. Ich muss mir auch angewöhnen, nicht die ganze Zeit, wenn ich merke, der ist zu OP, wegzurennen, sondern drauf zu gehen, weil ich könnte ihn noch Combo geben, dann wäre er auch tot. Oh Mann. Guck mal, was ich... Oha, Tür. No joke, wie kannst du das, hä? Hä, ist ja mega. Nee, das wollte ich nicht. Nee.
Stehen wir. Da sind wir, glaube ich, ready. Wir nehmen uns noch coolere Schuhe mit. Just for fun einfach. Ne, ich komme nicht hoch, danke. Friends, ich bin dann kurz mal auf Toilette. So, hi, da bin ich wieder. Erst ja. Herr aber Leute, wie kannst du dieses Smileys machen? Das ist mega. Oh, 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 oh. Schade. Scheiße, keine Pfeile mehr. Nein, hab ich den? Uff, oder? Hab ich den? Ah ja. Okay, nice. Ich würde sagen, wir spielen mal was anderes außer Skywars. So. Mal gucken, was können wir da noch so zocken? Skyrim, nee. Wir könnten Bedwars mal spielen. Und jetzt mein Schutzi angerufen und dann Corona. Ja, wie machst du das? No joke, wie machst du das? Warte, Bro. Ja, ich brauche Definitionsmittel. Zu wild, Alter. Aber mich stört es halt immer noch, dass die Quali vom Video so scheiße ist. Dass so ein bisschen verpixelt ist. Also, wir sind schon gespawnt, okay. Das heißt mal eingebaut. So, sollte glaube ich reichen, hoffentlich. Dann pushen wir direkt mal hier rüber. Knapp. Oh, der hat einfach schon Eisenschwert.
Na, schade. Oh ja, da kommt er. Da kommt der kleine Wischt. Wir warten jetzt erstmal auf ihn. Tschüss. So. Dann vielleicht noch 3 Golden Apple. Bam, 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 bam. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen mit. Und dann gehen wir. Sollen wir darüber? Ne, das ist die blaue Insel. Oder wir kaufen uns erstmal ein Eisenschwert. Das glaube ich glaube, das wäre schlauer. 7 Gold, perfekt. Oder wir bauen uns zur blauen Insel. Aber da chillt gerade jemand. Das ist glaube ich nicht so nice. Okay. Passiert dem Besten. Wann wollt ihr Ark oder sonst was zocken oder streamen? Aber sprecht bitte Stream. Okay. Okay. Oh, hier ist jemand. Ja, willst du dich jetzt auch mal verpissen oder so? Wow, ja, okay, mein Bett ist weg. So Millionen%. Oh ja, nice. Ha. Nee. Nee. Komm, wir machen eine kleine Pause. Und ich gucke, wieso die Quali von meinen Stream so kacke ist. Warum ist so. Mal gucken. Wait. Ihr könntet ja. Wenn es Pause drücken würde. Pause drücken. Könntet ja eventuell. Ist das so? Ist das so? Dann solltet ihr ja eventuell gleich meinen kompletten Bildschirm sehen. So, perfekt. In letzter Zeit kam ja nur noch ja, so Jumping-Kram und sowas. Und ich habe einfach schon lange kein Review mehr gebracht, deswegen Spielstart mal wieder. Wir haben auf jeden Fall heute ein Thema parat, wie ihr wahrscheinlich am Titel erkennt. Und zwar, ja, warum sind meine, naja, eher Streams als Videos.
keine Ahnung, so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich machen wir einen späten Stream. So, keine Ahnung, um 20 oder so. Keine Ahnung. Oder ihr könntet ja Zeiten vorschlagen. Videos, ne? Die Videos gehen ja klar. Warum sind meine Streams nur auf 480p etc? Werde ich oft im Stream gefragt, diese Frage, und ja, habe ich im Stream eigentlich schon oft geantwortet, aber da mir die Frage immer noch häufig gestellt wird, werde ich jetzt mal ein Video drüber machen. Und zwar, by the way, wir versuchen natürlich nur Fails hier zu machen, ne? Also, ja. Auf btw.Justus habe ich wirklich jetzt fast für jeden schweren Jump eine Strat, also, ja. Sollte eigentlich klar gehen. Mit 0 Fails. Also eigentlich habe ich zu 90% 0 Fails in dem Modus hier mittlerweile. Oder mindestens zu 80% jede Runde so. Ja, mal gucken. Und auf jeden Fall, ja, warum soll man das mit so 480p? Ich komme einfach direkt zum Punkt und rede darüber. Und zwar ist es so, weil, ja, vielleicht weiß es der eine oder andere, und zwar lebe ich auf dem Land und da hat man für bekanntlich schlechtes Internet. Weswegen ich glaube also ich habe mal viele Tests schon auf speedtest.net oder wie die Seite heißt, habe ich schon gemacht. Ja, ich habe ungefähr, hier, Lack-Modul angeblich. Da muss ich mich kurz konzentrieren. .1. Das dauert jetzt natürlich, deswegen. Jawohl. Jetzt hat man die Strat zwar gesehen und vielleicht machen es andere auch nach und so, aber so viele gute Jump'n'Run-Spiele gibt es auf Revi halt nicht. Ja, komm, fuck off. Egal, komm. Jetzt haben wir das eben ohne Fail geschafft. So, abhängen habe ich auch eine Strat für den einen Jump. Und genau, ich habe halt Tests auf speedtest.net gemacht und ja, genau, ich habe einen Zweier-Upload angeblich. Also, oh Gott, sogar manchmal noch niedriger, manchmal auch 1,8 oder so. Okay. Manchmal auch 1,8. Wenn du meinst. Je nachdem, ob es am Tag oder in der Nacht habe ich schon sehr, sehr gutes Internet. Da habe ich sogar da habe ich die vollen 2,2 zumindest. 2,0 meine ich. Oh, hier, by the way, Bong, das sollte nur Face sein. Genau, ich habe 2,0 Download, Upload, was ist aber schon eine Scheiße. Ja. Junge, und damit kann man nicht. So viel. Okay, das für Pixel im Stream oder Aufnahme. Okay, das könnte es sein. Okay, let's try something different. Ja, halt den Maul. Danke. Ja, toll. Und zwar haben viele das Problem, beziehungsweise ich hatte es, dass wenn ich Shooter oder sonst irgendwelche Spiele gespielt habe, bei schnellen Bewegungen oder bei schnellen, ja, Grafikwechseln das Bild stark verpixelt war, im Livestream so wie in der Aufnahme. Und nun möchte ich euch einfach mal zeigen, wie man das lösen kann. In einem kurzen, knackigen Video. Und zwar geht ihr auf Einstellungen und habt hier natürlich die Broadcast-Einstellungen. Die werden jetzt bei euch natürlich mit Twitch, oder wenn ihr aufnehmen wollt, sieht das halt so aus. Hier habt ihr die Videoeinstellungen, aber für uns ist wichtig die erweitert. Aber wir bleiben erstmal noch hier, und zwar gibt es noch die FPS-Einstellung. Wenn ihr aufnehmen wollt, reichen 30 FPS, es sei denn, ihr wollt mit 60 FPS hochladen, aber sonst wird das alles auf 30 FPS runtergerendert. Also braucht ihr da praktisch nicht mehr als 30 FPS. Und jetzt sind wir bei erweitert. Und Erweitert. Aber an alle, die gerade zugucken und warten, sorry, aber ich kann einfach so nicht aufnehmen, ja. hier ist ganz wichtig, K-Frame-Intervall ist 2. Ja. Benutzt CFR. Okay. Warte, was hat der gesagt? Was soll 2 sein? Da darf
ist ganz wichtig, Sream Intervall. Wo ist das? Tja, bei mir ist das nicht. Toll. Super. Ist 2. Ja. Benutze CFR, da darf kein Haken rein. Aha. Und jetzt nochmal zu den allgemeinen, zu der Codierung. Kodierung. Hier, Nvidia, NBank hat mir geholfen. Und die maximale Bitrate hochsetzen. Bei mir ist das jetzt 6000. Livestream ist es 5000. Ihr macht das praktisch so lange. Ihr setzt die erstmal ziemlich hoch. Da ist jetzt 6000. Und dann müsst, wenn der Stream laggt, schafft ihr es nicht. Dann habt ihr zu wenig Internet beim Livestream. In der Aufnahme solltet ihr das eigentlich schaffen. Wenn der Stream dann laggt, dann geht ihr Also, ja gut. Naja. Ich hab das da. Der hat es auf 5000. Ich hab's einfach auf 10.000. Okay. Egal, fuck off. Mach ich später. Nach dem Stream. Wie kann ich denn hier? Ihr werdet mich kurz wahrscheinlich doppelt hören im Stream. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ihr werdet mich kurz wahrscheinlich doppelt hören im Stream. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ihr werdet mich kurz wahrscheinlich doppelt hören im Stream. Aber ich Was? Was? Es geht. Hallo.
So. So, an die Zeit Zuschauer, was könnte ich denn noch so zocken? Castles, Ja, okay, ich könnte eine Runde spielen, weil ich finde Castles irgendwie langweilig. So, Castles. Warte, Castles hatte doch da vorne weg. Oder nee, ich bin auf dem falschen Server, lol. Castles, wo ist Castles? Ah, der Castles. Ah, nee, das ist 1 vs 1. Oder nee, hier bin ich Zuschauer, ne? Ja, hier bin ich Zuschauer. Hier ist kein Raum frei oder hier, oder? Nope. Nö, hier ist nix frei. Also kein Ding. Ich könnte auch mal in eine andere Lobby gehen und gucken. Ne, hier ist alles entweder komplett leer oder ist schon gestartet. Hier ist alles schon gestartet. Was anderes vielleicht? Könnte ich machen eigentlich. So, bam. Aber wie denn? So.
Ich glaube, dann mache ich einmal zack. Zack. So. Dann haben wir das so. Dann noch einmal transformieren an Bildschirmgröße anpassen. Perfekt. So. Tada, das Ding. Wir gehen mal auf den Gomme-Server. User left your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User was kicked to your channel. User entered your channel. Ja, aber wie denn Hops nehmen so? User left your channel. User entered your channel. Warte, ich mach mal kurz ein... User entered your channel. User disconnected from your channel. User was moved out of your channel. User in your channel timed out. Channel created. So. Microphone muted. Hab einen Server erstellt. Boah, Teamspeak ist ja auch richtig verpixelt da. User joined your channel. Digga, was schreist du mir in den Ohren, du kleiner Zigeuner? User left your channel. Was? User left your channel. Microphone activated. Jo, what the fuck? Ich pack kurz was an meine Idee und da kommt so ein Bild hier rein. Lull. User joined your channel. Hallo. Hallo? Ja, warte, ich muss dich leider stellen. Hallo? Hallo. Rede doch mal. Ich rede doch. Hallo? Ja, hallo. Warum redest du nicht? Was ist mit dem Mikrofon los? Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich rede gerade die ganze Zeit. Hallo? Ich höre dich nicht, aber ich kann nicht schreiben. Ich sehe deinen Leute, egal. Also ich höre dich nicht, aber ich sehe deinen Punkt leuchten. Ja, ich rede hoch. Als ob ich da nicht reinschreiben kann. Warte. User joined your channel. Ja, also, hallo. SMR oder Ja. SHMR? Diesen Karma hörst du doch auch nicht, oder? Karma? So, ja, hallo. Der redet Nein. nicht. Hörst du den? Hey, what the fuck, wieso hören sie mich nicht? Karma? Karma. Karma? Komm, ich kann auch nicht in den Chat schreiben, so. Ich bin behindert. Haha. Gerade hört, ich weiß, woran es liegen kann. Geh mal, also Karma, wenn du mich gerade hörst, geh mal mit deiner Maus oben, wo das TS-Zeichen ist, über Verbindung, drück da mal zweimal drauf. Aber der Typ kann doch nicht schreiben im Chat, weil er nicht verifiziert ist, weißt du? Nein, der soll nur bei seinen Teamspeak soll er zweimal oben über Verbindung einfach zweimal auf das Teamspeak-Zeichen drücken. Ja, und dann?
Ja, habe ich gemacht. Disconnected. Oh Mann. Oh Mann. Peinlich, peinlich, peinlich. Ja, toll. Ihr habt einen Spaß. Bitte schön, Alter. Es kann doch nicht sein. Es kann doch einfach nicht sein. Sollen wir irgendwie drauf irgendwo auf irgendwas reacten oder so? Warte. Nee. So. 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 So, hier, bitteschön. Okay. Dann noch einmal. So. Transformieren. An Bildschirm anpassen. Toll. Der Gomme-Bot hat dich angeschrieben und du musst gucken, glaube ich. Ja, zu spät schon. Ich habe gerade YouTube und so geöffnet. Also ich konnte halt gestern danach reden, also da war ich halt gestern noch drauf mit Max. Ist Max eigentlich live gerade? Also Xamius, der da? Ich guck mal ganz schnell. Oder was? Wir könnten noch direkt Vollbild machen. So. Dann gucken wir einmal hier drauf. Auf Twitch. Mal gucken, ob der live ist. So. Ah ne, das ist der nicht, I guess. Nee, das streamt ja immer auf YouTube auch. Nee, jetzt habe ich direkt nochmal geöffnet. Toll. Toll, so. Hier kann ich auch hier so drauf gehen. Nee, der ist nicht live. Ja, so wie ist safe. Ja, nee, hat eine kleine Verzögerung zwischen live und so, you know. Wer ist Max? Max ist Xamius. Der YouTuber. Habe ich gerade seinen Namen geleakt? Wollte er nicht, dass man seinen Real-Life-Namen im Real kennt? Egal, zu spät. Geil. Ah ne, warte, das ist ja meine Bibliothek. Krass. Ups. Ihr könntet ja hier Dingsens Videos vorschlägen, vor Dingsen vorschlagen, die ich dann angucken kann. Oder eher gesagt du, weil, also der coole Junge. Weil du bist ja gerade im Stream. Ich glaube, ich sollte auch mal ein bisschen Musik anmachen. Damit es hier nicht so ruhig ist. Wait. So, oder nee. Nee, nee.
So, ja, okay, guck dir mal eine Millisekunde. Sekunde. Also jetzt for real irgendwelche Vorschläge. Wir gucken jetzt mal los. Hello everyone, this is your daily dose of internet. Laut. Because he knows he can bite this fabric. Did you see him chase me? I'm gonna move again. This guy lives on a busy road and got tired of people stealing his packages all the time. He set up a fake package that makes... Ist er auch Copyright? Weil andere YouTuber auf YouTube reagieren auch doch auf darauf. Boah, ich sehe gerade, das Video ist ja richtig am Laggen. Aber warum? Warte. makes a small explosive sound to scare people that try to steal it. So, warte mal gucken. Laggt das Video? Also, der Stream. Ja, nee, geht eigentlich, okay. Also die Musik meine ich. Ach so, okay. Verstehe. This company made a device that's supposed to work out your face. They claim that using this product will tighten your facial muscles and remove wrinkles. 両側のウェイトを利用してバーを揺らすだけがパオ運動なんです。パオ運動は1回30秒を1日2回、つまりたった30秒からの簡 Guck dir mal sehen. Okay. Warte, schau ich das hier. Warte. Heißt das Video genauso? So. Ich mach kurz Fensteraufnahme. Was ab? Echt? Ah, hier. So. Das hier? Okay, dann nehmen wir direkt das hier. Sag, wenn das Video zu laut ist, dann mache ich es leiser. Hey. What the fuck? Holy shit. Oh my god.
Oha. Ey, no joke, wäre das bei mir passiert. Puh, Absturz, no joke. What the fuck? Okay. Oh god. Sarah, get away. Oh, It's nee. not gonna explode. Oh, nee. Oh my god, Eric. God. Oh. I told you. Oh. Ja. Oh. Oh. Tak, będziemy Right, facet we're at the playground, and the kids don't want to go anymore because look at this shit. This is real. Look at this. There's no wind out here right now. No one on it either. Look, there's nobody on it. It's just moving. There's no wind. Look at the other swings, and look at this shit. I mean, maybe someone pushed it and it just went away, but... Yeah, it's filming. Go. No, you Oh, talked no. your wrist too much. Do it again. Oh nein, was macht die? Slower. Was macht die? How was that? The hell was that? Hello? Hello? Who is it? Who is it? There's no one there. Oh, Oh my god. Come here. Just get out of the house. Get out of the house. Oh. If we turn the camera off, will you print the diamond symbol? Camera's off. Print the diamond symbol. Oh my god! What? What? What the fuck? Camera's off. Print the diamond symbol. Oh my god! Ich stell dich, was passiert That is ist. so fucking sketchy. Ach so, ah. Nicht, oder? Print the diamond symbol. Oh my god! Ey, ich That check is so mal, was fucking da ist. sketchy. This thing is printing by itself. Oh my god. We're out here running, and I swear to fucking God, man, we just saw a clown up over the suspension bridge, Okay. and I'm sort of freaking out about it. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey, warum? What the fuck? Willst du jetzt auf ihn laufen? Ja, ich glaube schon, ne? Yo, what the fuck are you doing, man? Ja, wieso It's spricht man 7:30 in den the an? morning. Have you heard about all this shit? People are freaking out about this. Wieso spricht man den an? Ist Dude, er do you da? have a fucking knife? Yo, Patrick, he has a knife. Dude, what? Wieso spricht man den noch an? Oh shit. What the fuck? What the fuck? Okay. Okay, dann gucken wir jetzt noch eins an. Chills. Number 10, Ghost Jail. A YouTuber named Junked Up Kitten and his friends are exploring an old county jail. They take a video camera with them so that they can make a parody of the Ghost Hunters television series. Little did the small group know that on this night they would accidentally capture actual evidence of real ghosts. Junked Up Kitten wanders around the property with the camera close to his face while narrating. He passes by an ordinary looking jail cell window and doesn't think much of it at the time. When he goes back to review the footage later, he makes a startling discovery in the window. It looks like his parody show has turned out to be the real thing. From the other side of the glass, the colorless reflection of a man's face stares at him. You can clearly see the outline of the ghost's brow, nose, and empty eyes. His head is cocked to the right, almost as if he is sizing up a newcomer. His mouth appears to be a thin, expressionless line. If anything, the ghost has incredible timing. Right when Junked Up Kitten says that he is looking for evidence of ghosts, one just happens to show up in the window. It's almost as if the ghost was trying to make its presence known. Perhaps it was even trying to get a hold of someone who could free it from its miserable cell. Number 9, Restaurant Spooks.
Most people think of houses, hospitals, or jails when they think about ghost sightings, but some of the most unsuspecting of places can turn out to be the most haunted. This footage was taken in a popular food joint during broad daylight. A shadowy ghost suddenly materialized. Das ist, was wir machen könnten. Ich könnte das hier dann... Ja, es wird dann nur noch kleiner gemacht. Nee, ja. Okay, schade, geht nicht. So. Wait. Materializes in a Subway restaurant. It starts out in the shape of a human and almost appears to be getting a table. When it gets back to its seat, the black shadow suddenly changes into a floating black blob of an orb. At this point, an employee or maybe a customer appears to see the ghost in the doorway. Whoever they are, they look stunned for a second and then quickly back away. The shadow orb pays no attention to the human as it floats up to the window and lingers there. It's almost as if it's taking a look at the outside world. The ghost starts to rise even higher and shrinks until it fully disappears back to wherever it came from. Number 8. The Ghost Stadium. Ghosts don't have to wait until nighttime before they can begin to haunt. As this Brazilian soccer footage shows, the crowd is happily cheering on their favorite team when suddenly a shadow ghost starts sprinting through all of them. Look closely and you'll notice how nobody tries to move out of the way. Even though a person is clearly running full speed at them, not a single person tries to pull their legs in or even bothers to look up. They are so concentrated on the game that they do not see, feel, or hear the ghost as it runs directly through the half-filled stadium in a straight line. Number 7. Fridge Ghost. A YouTuber named No Ghost Hunter grows tired of living in a haunted home and decides to videotape the disturbances for evidence. It's a little past midnight when he hears scratching noises, which soon progresses into running footsteps and loud bangs. These noises appear to be coming from all different areas of the home at once. The next day, his HD TV literally begins rocking violently from side to side all by itself. The rocking motion picks up speed until the corners of the TV are almost hitting the entertainment center, and it looks like the base is going to break. Then the TV starts rocking back and forth the other way. There is Das Ding ist halt, ich habe halt so einen ähnlichen Fernseher hier. Also so ein Ding. nobody behind the television, and there's no way they could have been using strings to do this. The day after, No Ghost Hunter finds a short video on his phone that he is 100% sure he did not make. The video is shot from the ground level of his kitchen. When you look at the reflection in the oven, you can see that nobody is holding the phone. The phone is literally floating in midair. Additional footage shows the TV shaking by itself again. This time, No Ghost Hunter is able to film behind the television to show that this is not a prank at all. He waves his hand above the television to show that there's no wires, and he even films underneath the base to show that there is no rod coming out from the entertainment center or anything like that. The lights cut out multiple times while he films. A few days later, he captures his refrigerator door slamming open and closed again and again. The brazen poltergeist leaves the door open to make sure its presence is fully known. Number 6. Watch from above. A group of British friends are playing catch in a courtyard when one of them sees something strange and points it out to the others. The camera follows his gaze and stops on a pale face looking at them from high above. The sickly person looks at them for a second longer before silently slipping out of view. The group is now creeped out and wants to know who has been spying on them this whole time. They tell the property manager about the face they saw in the window, but she says that it's impossible. The room they are talking about has been locked and unoccupied for quite some time. The manager goes up with them to unlock the door and show them around. They try and find the person, but the place is completely empty. There's no way anyone could have been up there, yet the camera obviously says differently. The mysterious peeper has never been identified. Number 5. Old Pete's Ghost. There's a famous pub in Sydney, Australia called the Carlisle Castle Hotel. For years, this local watering hole has been haunted by the ghost of Old Pete, a bitter ex-employee who left the earth quite some time ago, but not his job. His ghostly antics have been caught on camera no less than 3 times. The first time Pete was caught on tape, he was helping a customer. The unsuspecting man opens the door to the cooler when Pete decides to grab 2 bottles of red wine for himself. His ghost grip must have not been too tight though, because both bottles go crashing to the floor. Looking at the footage, there's no way that the shelf gave out or anything like that. The bottles were thrown to the ground,
with deliberate force with no one nearby. Another incident occurred when the bar was full of witnesses. Everyone is happily enjoying themselves when a hanging red wine glass suddenly dislodges itself and smashes into the counter. Glass shards fly everywhere and the entire bar takes notice. Although this could have simply been a freak accident, what are the chances that, of all the red wine glasses, the one that's directly underneath the server happens to be the one to fall and break? The timing is almost too perfect to be a coincidence. Old Pete strikes again. The third and final tape reveals a glimpse of old Pete himself. The bar is empty this time when the angry ghost suddenly materializes in front of the security camera. If you look closely, you can make out old Pete's head at the bottom of the screen. He appears to be waving. Many other bartenders and customers all claim to have seen old Pete for themselves in one way or another. It isn't uncommon for tapes to turn on by themselves, and the bartenders have seen what they can only describe as strange things while counting down their registers after close. To make this all even stranger, all of the bottles that go crashing to the floor are always high-end red wines. This just so happened to be old Pete's favorite drink, at least when he was still with the living. Number 4, the church disturbance. Steve and Jake are wandering around the woods one summer night with a single goal in mind. They want to explore an abandoned local chapel that's rumored to be haunted. As they approach, they see that someone has written prayers and warnings all over the outside wall. The two friends instantly get a bad feeling about this adventure, but they swallow their fear and decide to press on. The rickety main door is locked, so they sneak around back. Already, they don't want to be here much longer. They had explored an old clock tower earlier in the day and were greatly disappointed by a lack of paranormal activity, but they could tell this church is way different. The place looked and felt quite haunted. They go up some wooden steps and enter through the back door. They shine their flashlights deep into the church's main assembly. There's rows and rows of wooden pews ahead of them. They pass by a podium and notice a piano. Then they head deeper inside. Now they find themselves inside of a small maintenance closet. They close the door behind them because they don't want anyone sneaking up on them. It feels like anyone could be watching them right now. They see a ladder to the left. Steve is about to climb it until Jake jokes that a body is going to fall down on him if he does, so he decides not to. That's when the piano starts to play from outside. Oh man. Oh my god, turn it off, turn it off. Listen. Digga, wie kann man so ruhig bleiben, Digga? No joke, ich wäre komplett ausgeflippt. Shit, it's fucking piano. Is that piano? Come on. Should we go out there? Is that door open? It's a soft and haunting piano melody that fills the church. Steve and Jake shut off their flashlights and keep recording. They debate whether or not they should go outside or stay here, where it's semi-safe. They realize that they can't spend the entire night trapped in the broom closet of a haunted church, so they turn their flashlights back on to see who is playing. Sitting at the piano at the far end of the room is a black hunched-over phantom. They scream and shut the door. Jake cries for a bit, then they run away through the back exit. The music stops as soon as they leave the church. They were hoping that the music stopped because it was over, but in reality, it was because the ghost had gotten up from the piano to chase them. They run a good distance before pausing to look back into the dark scenery. It seems like they've gotten away, but then the ghost finds them and they run away screaming. The camera cuts off as they fall back deeper into the woods. At least one of them survived and uploaded this video onto YouTube, where it's remained for the past 10 years. Number 3, the teleporter. Two girls are alone in their house when one of them sees something in the doorway. Pause the video and you can see it's clearly the upper half of a young girl who is dressed in old-fashioned clothes from another time period. She is floating in midair as she curiously peeks in on the two children to see what they are doing. One of the girls still doesn't see the ghost. She shouts at something that's on television and accidentally startles the ghost away. The girl with the camera follows the ghost as it retreats. The ghost instantly teleports and now stares at them from the top of the steps. The scared girls run out of the house screaming. They stop only for a second to turn around from the street. They can see the ghost girl walking across the left window on the top floor. It vanishes and then suddenly appears on the bottom floor in less than a second. They scream even louder and take off again. Number 2, stay out of the attic. Back in 2008, a man started to notice some strange activities around his house. He would often come home from work to find his dogs cowering under the bed, too afraid to come out. One of his dogs would only come out from under the bed for a brief 10 seconds at most before going straight back into hiding. Something was intimidating these large dogs badly. The owner starts to hear banging noises coming from all over his house.
He begins to look around. He eventually traces the noise to his attic and goes upstairs with a camera for a closer look. Everything is completely trashed. Boxes are overturned and clothing is scattered everywhere. Something has violently flung all of his personal possessions all around. As soon as he goes back downstairs, he hears another huge bang and runs right back up the steps. He puts the camera down and searches the empty attic for clues. A nearby metal bucket falls over and he runs out of the room before he gets hurt. Another object hits the ground on its own and the camera moves to the right on its own too. The homeowner was too scared to look at the footage. He waited a week before going back upstairs to get his camera. By now, he is understandably quite paranoid. He begins recording everything he does in his home, and it isn't long before he has more paranormal evidence. One day, his radio turns to static and a spirit orb rushes out the window. Later, someone violently jiggles the doorknob to the door that leads to the attic. The door opens and shuts by itself. The radio goes back to normal soon after. Things look to be going back to normal for a second, but then a paper towel roll suddenly flies up from the table to the couch, and the radio starts making more sounds again. The video recording starts to get fuzzy too, as if a ghost is causing electrical disturbances by passing by. Both of his dogs begin to look in the same spot as if they are following something. Whatever it was, the man was never able to physically catch it on film. He was only able to record its strange and oftentimes violent behaviors. Before we get to number 1, if you've ever been curious as to what I look like in real life, then follow me on Instagram at DylanIsChillinYT with underscores instead of spaces. I also have a Twitter at YT_chills where I post video updates. I'd really appreciate it if you followed me, and feel free to send me a DM if you have any questions or suggestions. If you'd like to see more of these videos in the future, then hit that subscribe button because footage comes from somewhere in the Middle East. A group of teenagers are curiously exploring an old school. They go up a flight of steps and pause when they hear a dog whining on the other side of the door. They all run down the steps and gather at the bottom. They're afraid of being attacked by a group of stray dogs now, but they decide to press on and explore the lower areas. The group finds bravery in their numbers and begins to joke and laugh again as they make their way down a long hallway. They open a door and find graffiti on the wall. Other people had been here before them. Maybe this place isn't so bad after all. The teens grow a little more nervous as they continue to poke around.トレーニングだから毎日楽しく続けられる。 So go up a flight of steps and pause when they hear a dog. They're afraid of being attacked by a group of stray dogs now, but they decide to press on and explore the lower areas. The group finds bravery in their numbers and begins to joke and laugh again as they make their way down a long hallway. They open a door and find graffiti on the wall. Other people had been here before them. Maybe this place isn't so bad after all. The teens grow a little more nervous as they continue to poke around. They are laughing less and starting to go silent. Something just isn't right about this section of the building. A YouTuber named Zabin Jaguar translated their comments. He says at this point one of the teens say that their phone shut itself off even though it was fully charged only a moment ago. Another person was able to keep recording, though they probably now wish they hadn't. They enter one classroom in particular and get a dreadful feeling. Suddenly a figure actually appears out of thin air and walks towards them. The ghost is missing his head, but there's somehow no blood. A loud chanting begins as soon as the ghost walks towards them, but this may be prayers from a nearby mosque. Amazingly, the group all appears to have missed the ghost, which explains why they calmly continue to keep exploring. They wouldn't see the apparition until much later, but when they did, they would never forget what was heading straight towards them in that room.
Thanks for checking out this video. Be sure to subscribe. Ich glaube, ich mache den Stream jetzt aus. Ne? Danke fürs Zuschauen. Danke auch für die 15 Likes. Es wird morgen vielleicht nochmal gestreamt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.